Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Maskulin Pluriel von Francis Kurkdjian vorstellen. Ja, warum dieser Duft für mich einer der tollsten Fougère-artigen Parfums auf dem Markt ist, das erfahrt ihr jetzt in den kommenden Minuten. Sollte dir das nun folgende Video gefallen und wenn du mich und meinen Kanal unterstützen möchtest, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button und oder abonniere meinen Kanal. Dann sage ich schon mal Danke für die Unterstützung und jetzt legen wir mit der Flakon-Präsentation los. Auch hier haben wir das typische MFK-Design, das heißt, es ist alles etwas minimalistischer gehalten. Ich finde, das passt aber zu der französischen Marke. Ja, die Glasqualität ist wirklich gut, die Kappe ist recht schwer und massiv, also alles wunderbar. Der Zerstäuber könnte meiner Meinung nach etwas besser sein, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich eine gute Qualität. Aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um den Duft und um die Duft-DNA. Ja, und wie ich schon eingangs sagte, für mich ist Maskulin Pluriel einer der tollsten Fougère-artigen Parfums auf dem Markt, da es für mich einfach eine etwas frischere, modernere Umsetzung eben eines Fougère-artigen Parfums ist. Wir haben auch hier einen wirklich sehr intensiven und präsenten Lavendel. Für mich riecht diese Note aber einfach etwas frischer und aromatischer, als wir das vielleicht so aus anderen Fougère-artigen Parfums kennen. Und wir haben hier auch frische Duftnoten, nämlich eine Zitronat-Zitrone und eine Grapefruit. Und diese beiden Duftnoten sorgen meiner Meinung nach auch dafür, dass der Duft auch immer eine gewisse Frische behält. Natürlich ziehen sich die Noten nach der Kopfnote dann auch relativ schnell zurück, aber im Hintergrund sorgen diese Noten eben dafür, dass der Duft nicht zu sehr in diese typische Fougère-artige DNA abrutscht, sondern eben immer eine gewisse Frische und Aromatik behält. Ja, und hier wurde zum Beispiel auch auf Eichenmoos verzichtet, was ja eigentlich eine Duftnote ist, die sehr häufig in Fougère-artigen Parfums vorkommt. Ich habe absolut nichts gegen die Duftnote Eichenmoos, aber es ist ja häufig so, dass wenn wir viel Lavendel und viel Eichenmoos in einer Duftkomposition enthalten haben, dass der Duft eben ja so typisch oldschoolig Fougère-artig riecht. Und ich finde dadurch, dass hier auf Eichenmoos verzichtet wurde, riecht die DNA insgesamt halt einfach etwas moderner. Die Basis ist für mich hier ganz klar holzig, denn ich nehme hier eine richtig schöne, holzige, leicht herbe Atlas-Zedernote wahr. Dann haben wir auch noch etwas Vetiver und Patchouli. Und ich bekomme tatsächlich auch auf der Haut eine ganz, ganz feine Ledernote. Das ist jetzt nichts, was ich in der Luft wahrnehme, sondern wirklich nur, wenn ich mit der Nase so direkt an der Haut rieche. Aber nichtsdestotrotz finde ich es richtig interessant. Abschließend möchte ich auch noch mal etwas zu der Haltbarkeit und zu der Sillage sagen. Die Haltbarkeit ist mit 9 Stunden gut, also man kommt durch einen Arbeitstag. Und die Sillage nehme ich persönlich nicht mehr ganz so intensiv wie damals war. Ich hatte nämlich auch schon mal vor 3 bis 4 Jahren einen Flakon und irgendwie habe ich in Erinnerung, dass die Sillage damals etwas intensiver war. Aber im Großen und Ganzen bin ich auch noch immer zufrieden. Ich nehme den Duft nämlich in den ersten 3 Stunden recht intensiv wahr. Da habe ich auch eine entsprechende Aura um mich herum. Aber dann wird der Duft schlagartig etwas ruhiger. Aber das ist eben auch nur mein subjektives Empfinden. Ja, du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du da Unterschiede festgestellt hast. Dann sage ich danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst.